In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr Chromletter sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und schon sind wir mittendrin. Ich habe hier für das Airbrush diesmal ein Lichtgrau verwendet. Eine sehr schöne Farbe von Schminke. Dafür habe ich 3 Tropfen Wasser verwendet und 1 Tropfen Farbe. Der Maluntergrund ist wieder ein Airbrush-Karton, das Artboard quasi. Darauf kann ich wieder gut radieren, das werde ich dann auch gleich machen, und ich kann vor allem hier mit einem Maskierfilm arbeiten. Ich verrate euch, ich habe hierfür 3 Anläufe tatsächlich gebraucht. Ich habe zweimal versucht, das auf einem Skizzenpapier zu machen mit Maskierfilm. Das ist mir diesmal überhaupt nicht gelungen und ich habe das Papier zerrissen. Diesmal arbeite ich auch ausschließlich mit dieser Farbe. Später kommen noch ein paar Stifte dazu. Ja, Radierer habe ich wieder den Faber-Castell, den weichen Radierer verwendet, und meine Airbrush-Pistole, die Micron, die Customer Micron, verwendet mit 023er Düse. Zieht man jetzt die 2 gescheiterten Versuche ab, habe ich für dieses Werk ungefähr 3 Stunden, 4 Stunden gebraucht. Also war jetzt diesmal nicht so lange, ne? Aber davor habe ich die anderen Werke auch angefangen und da auch jeweils 3, 4 Stunden gebraucht. Dann könnt ihr euch das hochrechnen. Deshalb bin ich auch ein bisschen spät dran mit dem Video. Also sorry dafür. Damit das hier auch einen coolen 3D-Effekt bekommt, ne, sind die Buchstaben bzw. die Ziffern ja schräg angeordnet, und ihr seht immer die unterschiedlichen Flächen, also tut teilweise auch die Fronten von den Buchstaben, die Rückseiten, ne, und deshalb ist das total toll, auch mit den Überschneidungen, dass das eben so einen 3D-Effekt gibt. Aber seht selbst, bleibt bitte bis zum Schluss dran, damit ihr auch das Ergebnis seht, ne, und das nicht verpasst auf jeden Fall. Ja, um die starken Reflexionen einzuarbeiten, habe ich hier auch eine lose Kurvenschablone verwendet, um die teilweise hier auch anzulegen. Und die ganz starken Helligkeiten, die radiere ich jetzt hier gerade ein bisschen wieder aus, ne? Hier an der 5 sieht man das auch ganz schön, vor allem hier in dem mittleren Teil. Und hier geht es dann jetzt weiter mit der Freihandtechnik ein bisschen. Da sprühe ich jetzt einmal nochmal die Dunkelheiten. Der Hintergrund ist noch eben abgeklebt, also gleich werde ich auch den Maskierfilm hier komplett abziehen, und ich hoffe, dass das diesmal hält. Drückt mir mal die Daumen, dass der 3. Versuch hält. Ja, hier gehe ich teilweise auch sehr dicht dran mit der Airbrush-Pistole, wie hier jetzt bei der 5, um einfach hier die Dunkelheiten an der Spitze quasi von der 5 hier einzuarbeiten. Um die scharfen Konturen wieder einzuarbeiten, nehme ich wieder das Kurvenlineal, das flexible. Genau, und dann geht das jetzt Schritt für Schritt einfach weiter. Ja, hier auch nochmal die Dunkelheiten einarbeiten. Teilweise ist das ja hier noch abgeklebt und teilweise ist das schon wieder demaskiert. Ja, ich habe festgestellt, bei Heizungsluft ist das auch nicht so toll, wenn das zu warm ist im Raum. Ja, dann spielt es auch keine Rolle, ob man jetzt Hitze draußen hat oder die Hitze eben drinnen hat. Ja, Maskierfilm ist da sehr empfindlich, sage ich euch. Wie immer verlinke ich euch alle Materialien in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und freue mich darüber. Vielen Dank für diejenigen, die das bereits zahlreich machen. Danke! Und noch ein wichtiger Hinweis: Wenn ihr darüber bestellt, habt ihr keinen finanziellen Nachteil. Jetzt arbeite ich hier am O die ganzen Dunkelheiten ein. Dafür nehme ich auch wieder zur Hilfe die Schablone, also das flexible Kurvenlineal, das hilft mir dabei super.
um auch schöne Konturen, scharfe Kanten herzustellen. Jetzt geht es weiter mit der 2 hier vorne links. Da arbeite ich noch ein bisschen Freiheit das Ganze ein. Und jetzt nochmal das O. Natürlich das O wie 0. Ja, damit das hier auch wieder plastischer wirkt, ne, dann kommt hier noch die Helligkeit einradiert von der 2. Einmal ganz links und einmal hier von der größeren Fläche, ja, da auch nochmal die Helligkeit einradiert. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit der oberen 2. Für all diejenigen, die übrigens noch nicht den Kanal abonniert habt, denkt dran zu abonnieren, damit ihr keine tollen Tutorials, Airbrush-Tutorials eben verpasst. Okay, jetzt geht es weiter wieder mit dem O. Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen die Helligkeiten ausradieren, damit es auch hier weiterhin plastischer wird. Und die anderen Flächen, die schneide ich jetzt hier, beziehungsweise die ich ausgeschnitten habe, die werde ich jetzt noch mal demaskieren. Das seht ihr jetzt hier und auch noch mal kurz übersprühen. Ja, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Gleich wird der Maskierfilm hier vom Airbrush-Untergrund weggenommen. Und jetzt bin ich gespannt, ob auch alles hält und es keine Risse gibt wie vorhin. Zweimal. Puh, das ging jetzt mal gut. Ich bin sehr froh darüber. Also noch ein 4. Mal hätte ich das jetzt nicht gemacht. Ganz ehrlich, hätte ich keine Lust zu gehabt. Jetzt radiere ich hier noch ein bisschen den Verlauf von der 2 hier ein. Also links ist hier ein bisschen heller und rechts hingehend ein bisschen dunkler. Ne, dazwischen den Verlauf. Das klappt jetzt ganz gut. Und den überschüssigen Graphitstift bzw. Bleistift, wovon ich hier das Ganze durchgedrückt habe, das werde ich jetzt auch mit dem Radierer entfernen. Beim Radieren nutze ich auch wieder unterschiedlichen Druck, also manchmal leichter, manchmal ein bisschen fester, vor allem jetzt hier beim Verlauf. Und ich gehe auch unterschiedlich häufig drüber über die Stellen. Also da, wo es besonders hell sein soll, da gehe ich natürlich häufiger drüber. Da, wo es dunkler sein soll, da weniger. Ich finde, das Ergebnis ist ganz gut geworden, aber hinterlasst es mir mal wieder in den Kommentaren, wie ihr das findet. Ich finde das gut von den Reflexionen her, da ist das richtig gut geworden. Aber es soll ja euch auch gefallen. Jetzt nehme ich noch gleich den anderen Radierer, den Mono Eraser zur Hilfe. Damit kann ich ja besonders feine Strukturen ausradieren. Und das hilft mir jetzt hier nochmal präzise quasi die Reflexionen auszuradieren. Du willst wissen, wie du Chromgold sprühst? Dann schau dir unbedingt das nächste Video an. Bis gleich. Ciao.